Es wird ernst im Rückspiel gegen Bologna. Achtelfinal-Rückspiel. Wir gehen mit einem 2:1, mit einem 1:2 aus unserer Sicht ins Rückspiel. 2:1 verloren in Bologna. Haben aber zwischendurch ein 5:0 gegen Freiburg geholt. Wir sind also gut drauf. Gute Truppe und gerade hier zu Hause. Wir haben Barcelona ein Unentschieden abgetrotzt. Wir haben den AC Mailand geschlagen, die auch mit zu den Top-Favoriten gehören, gehe ich von aus. Also, es ist alles angerichtet. Es ist alles angerichtet. Die Tür steht offen. Wir müssen eigentlich nur durchgehen. Müssen erstmal ein Tor schießen und möglichst hinten keins kassieren. Da wäre ich schon wirklich sehr, sehr glücklich drüber. Und wenn wir so spielen wie gegen Freiburg, das hat ja in dem 4-4-2 ganz gut geklappt. Ich spiele trotzdem erstmal 4-2-3-1, weil Bologna halt auch ein 4-3-3 hat. Von daher eine etwas andere Formation. Aber je nach Spielverlauf werde ich das natürlich auch wieder ändern. Und je nach Ergebnis. So, wichtig natürlich, reinkommen ins Spiel, viel Ballbesitz. Gegner gleich mal zeigen, wer hierher im Haus ist. Das sind nämlich wir. Die erste Chance kommt. Die erste Chance hat Usun. Und Fofana hat den Rebound. Und wieder ist es Usun mit dem Kopf. Der und Kopfballspiel, das wären nicht so die besten Freunde. Und dann Fofana, das Tor war leer. Milinkovic-Savic, der im Hinspiel 9 Paraden, glaube ich, hatte. Der wäre da auch nicht rangekommen. Schade. Aber gut, wir sind drin. Wir haben gleich die erste Aktion des Spiels. Sehr, sehr wichtig. Und so müssen wir weitermachen. Genau. Gute Aktion von Koopmeiners. Dann auch natürlich die Flügel. Ey, Fofana, Adingra. So schnell, so wendig. Das muss doch heute was werden gegen Bologna. Und wir haben die nächste Chance. Und es ist Adingra. Und wieder Milinkovic-Savic. Das geht wieder so los wie im Hinspiel. Der kriegt wieder mehr zu tun als unser Gegenüber hier. Aber das Problem, dass wir halt auch nicht in Führung gehen. Wir müssten mal in Führung gehen hier. Dann würde das Spiel vielleicht auch ja, eine andere Wendung nehmen, würde ich gar nicht sagen. Aber es wäre auf jeden Fall schon mal ein bisschen gelöster hier. Fofana. Der andere Fofana wieder auf Brown. Der darf jetzt den Ball nicht verlieren, sonst ist unsere linke Seite offen. Machen wir nicht. Brown, Fofana. Usun lässt sich fallen. Der braucht zu lange. Aber wir kriegen auch die zweiten Bälle. Das ist gut. Wir kriegen auch die zweiten Bälle, die rutschen vorbei. Koopmeiners. Ja, genau so. Genau so muss es gehen. Warum nicht so im Hinspiel? Wir setzen aber da nach oder da an, wo wir gegen Freiburg aufgehört haben. Mit einem richtig starken Spiel, starker Auftritt. Druckvoll, viele Chancen. Aber leider noch kein Tor. Vielleicht jetzt Dimitriou und Fofana wieder. Nächster Schuss, nächste Chance. Wir nähern uns an. Ja, ist ziemlich frei da. Und dann mit links. Gut, am kurzen Eck. Da wäre auch Milinkovic-Savic da gewesen. Aber solange halt oben in Klammern, was ziemlich breit gezogen ist irgendwie, keine Ahnung warum, da das 1:2 steht, ist Bologna halt weiter. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Aber der nächste Angriff rollt. Und das irgendwann wird das nicht mehr gut gehen. So wie die hier bislang verteidigen. Usun. Wieder Koopmeiners. Fofana hat Platz. Nimmt er den Durchbruch? Er nimmt ihn, aber jetzt Fofana! Ekitike! Und da ist es! Und das ist verdient! Schon nach knapp 20 Minuten. Hier Fofana, endlich. Nimmt er sich mal ein Herz. Dann natürlich wieder Milinkovic-Savic und dann ist Ekitike den einen Schritt schneller. Das, was wir im Hinspiel nicht gehabt haben. Diesen einen Moment schneller zu sein als der Gegner. Das haben wir in Persona von Ekitike jetzt mit seinem 8. Tor schon im 10. Spiel. Also auch er, klar, der wird auch seinen Marktwert nochmal steigern. Da bin ich gespannt, was für Angebote reinkommen. Für Ekitike, für Usun, weiß ich nicht, für Dimitriou, für die beiden Fofanas wahrscheinlich, Adingra. Das wird ein sehr, sehr interessanter Sommer. Aber jetzt müssen wir aufpassen, Bologna. Ja, angestachelt vom Gegentor natürlich jetzt vielleicht ein bisschen offensiver, aber wir haben es geklärt, wir kriegen es geklärt, kriegen wir es auch, gut rausgespielt. Das war ganz riskant, aber egal, wir haben es geschafft. Wir sind durchgekommen, Fofana, nächster guter Ball, ja, Usun und Ekitike, das sieht richtig gut aus, Ekitike! Zu hoch angesetzt. Wir spielen einen guten Ball. Schade, der 1-2 Meter tiefer und dann knallt er in den Winkel rein. Ja, aber es geht. Und ich habe das auch gegen Freiburg gesagt, wenn wir so spielen, gegen Bologna, dann schießen wir auf jeden Fall erstmal ein Tor. Das war wichtig. Das haben wir jetzt geschafft. Und dann geht auch hoffentlich mehr. Aber Achtung, es gibt ja auch immer noch einen Gegner, die was dagegen haben. Und da geht es ganz, ganz schnell. Da kann es ganz, ganz schnell gehen. Santos.
Und Fernandes, heute Ersatz für Rega, weil Rega rot gesperrt ist. Der hat ja leider im Hinspiel sich eine dämliche rote Karte abgeholt. Da müssen wir auch gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Die war wirklich selten dämlich, die rote Karte. Aber Bologna ist da und die machen es schnell. Fernandes gegen Cambiagi. Abseits, okay, ist angezeigt. Aber die setzen auch vorne nach. Gehen ins Pressing und dann ist das hier unsere Chance. Oh, umzuschalten, aber nicht so. Achtung. Die nächste Chance und geblockt. Robin Koch. Das war jetzt so ein bisschen der Startschuss für Bologna, habe ich das Gefühl. Dimitriou wieder dazwischen, sehr, sehr gut. Wichtig, diesmal kriegen wir die Füße hier immer dazwischen. Und der nächste Angriff rollt über Uso und Ekitike. Fofana, Brown, warum läuft der nicht mit? Er macht doch schon den richtigen Weg, dann läuft er auch durch. Jetzt verliert er den Ball, jetzt ist Bologna so ein bisschen oben auf. Oh, Odgaard. Odgaard ist da, Koch kommt, nein, jetzt gibt's wieder Elfer. Oh, ey, selten dämlich wieder. Was wir hier für Elfmeter bekommen, auch schon im Hinspiel. Ich hoffe, keine rote Karte, weil er war letzter Mann. Ich habe halt einfach versucht, weil der wäre 100% reingegangen. Ich muss halt alles verhindern. Aber Koch kommt offensichtlich mit der Ermahnung davon. Jetzt gibt es wieder das Duell Ferguson gegen Kawa Santos. Im Hinspiel unten links. Und im Rückspiel macht das genauso linke Seite. Aber diesmal hoch. Und Bologna gleicht aus und geht wieder in Führung im Gesamtergebnis. Schade. Du hast alles im Griff. Ja, spielst die 30 Minuten lang an die Wand und dann haben die ihre 5 Minuten. Und Ferguson wieder links, diesmal aber hoch. Und Santos ohne Chance, den zu halten. Nun gut, weiter geht's. Bleibt dabei, wir brauchen wieder ein Tor für die Verlängerung. Mal gucken, wie oft das noch hin und her geht. Vielleicht können wir ja gleich direkt zurückschlagen. Schade, Koopmeiners, Ekitike kommt da nicht ran. Und vielleicht doch auf 4-4-2 umstellen, aber es läuft eigentlich im 4-2-3-1 ganz gut. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Da kriegen wir eigentlich auch vorne unsere Chancen. Ich habe bald die Sorge, dass wir mit dem 4-4-2 vielleicht heute offener stehen. Weil die halt ein 4-4-3 haben. Fofana, Brown im richtigen Moment, sehr schön. Kommt mit nach vorne, Usun, Ekitike in der Mitte. Wer lässt sich mal fallen? Niemand. Wo ist Usun? Da ist Usun. Aber es gibt die Ecke. Spannend, oder? Habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaube nicht und ich hoffe nicht. Koopmeiners, nächste Ecke, Dimitriou. Da muss jetzt einer nachsetzen. Koopmeiners nochmal auf der Außen. Kein Abseits. Oh, scheiß Ding. Da steht keiner. Da steht leider niemand. Wichtig jetzt nicht mit dem Rückstand in die Pause zu gehen. Oh, kaum sage ich schon, sind die wieder vorne hier. Cambiagi, Fofana kommt nicht hinterher. Fernandes steht dazwischen. 2 Minuten kriegen wir. Noch eine Chance. Hinten müssen wir jetzt eher aufpassen. Schuss kommt nochmal, Santos. Und dann ist erstmal Pause. Auch ein wildes Spiel. Also Bologna, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so hartnäckig sind. Machen uns das Leben sehr, sehr schwer. Haben halt wahrscheinlich nur einen Schuss gehabt. Oder aufs Tor? Nö, 4 Schüsse. Woher auch immer die 4 Schüsse kommen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt ein Rätsel. Gut, hilft nichts. Weiter geht's. Wir brauchen noch ein Tor. Mindestens ein Tor für die Verlängerung. Und ich behalte jetzt erstmal das 4-2-3-1. Irgendwann wird es wahrscheinlich das 4-4-2 werden, aber jetzt noch nicht. Jetzt möchte ich erst nochmal hier die Aufstellung behalten. Usun. Ja, wieder hier allein gegen alle. Fofana. Mit Usun. Ekitike. Ja, versteckt sich hinter dem Mann. Aber jetzt vielleicht aus der Drehung. Ekitike. Zu zentral. Viel zu zentral. Und Bologna macht das halt auch schnell. Wieder über Odgaard. Kali Muendo. Das wäre halt auch so ein Spieler, der würde ganz gut zu uns auch passen. Leider spielt er heute beim Gegner. Kali Muendo. Achtung, nächste Chance für Bologna. Und wieder Ferguson. Der ist auch auf den Geschmack gekommen. Nächste Chance. Ballgewinn. Fofana kriegt er nicht ganz. Koopmeiners. Unnötig. Großer Fehler, holt ihn sich aber. Oh, der war eigentlich schon bei uns. Kali Muendo. Achtung, Kali Muendo. Und das 2-1 für Bologna, weil wir es nicht verteidigt kriegen. Der unnötige Ball von Koopmeiners und dann haben wir eigentlich schon den Ball nochmal gehabt und verlieren ihn dann wieder. Hier, da haben wir den Ball eigentlich schon wieder gewonnen, dann wieder nicht und dann
ja, kann die Verteidigung auch nicht so schnell reagieren und dann ist es Arnaud Kalimuendo, der Bologna hier in Führung schießt. So, 4-4-2 habe ich schon längst umgestellt. Jetzt brauchen wir so einen Freiburg-Vibe. Mal gucken, Usun oben. Adingra, vielleicht gelingt ihm mal ein Durchbruch. Fofana. Der andere Fofana, da ist er. Der andere Fofana natürlich auch wieder geblockt. Wenn es dann mal hart auf hart kommt. Was passiert jetzt? Ist die große Frage. Natürlich Kalimuendo, aber nee, diesmal sind wir da. Auch wieder ein gutes Beispiel, dass wir da nicht hingekommen wären. Hätte ich nichts machen können. Absolut keine Chance. Adingra. Ekitike, ganz unten, da ist Fofana, der Erste. Und da ist Usun. Komm, der war so treffsicher gegen Freiburg. Jawohl, dreifach getroffen. Der schnellste Hattrick innerhalb von 5 Minuten. Und hier besorgt er uns den Ausgleich. Wir sind wieder drin. Hier direkt weitergespielt und dann Usun auch mit links. Der ist eine Granate. Der ist hammermäßig im Abschluss. Aber wir brauchen noch ein Tor. Das langt noch nicht. Wir brauchen noch ein Tor. Mindestens. 2-2 und 3-4 im Gesamtergebnis müsste es jetzt lauten, genau. Vielleicht folgt ja der schnelle Doppelschlag, wie gegen Freiburg. Nee. Aufgepasst. Fernandes muss dahin. Sehr schön. Gut den Ball wieder geholt. Koopmeiners Fofana. Wir haben den Platz. Der andere Fofana. Wen nimmt er mit? Nimmt er Brown mit? Ja, Usun kommt. Koopmeiners, ey. Mal ein bisschen entspannter hier. Adingra, Ekitike, Adingra. Das sieht richtig gut aus. Und schön. Aber leider nicht effektiv. Bologna wechselt. Buonanotte, der kam auch schon im Hinspiel. Für Odgaard rein. Und die nächste Chance. Mal eine andere Variante. Adingra. Oh, hinten ist Usun frei. Aber der kann es nicht mit dem Kopf, auch wenn es jetzt abseits ist. Der kann einfach keine Kopfbälle. Ja, natürlich war das abseits. Aber den muss er auch machen, auch wenn es halt dann nicht abseits gewesen wäre. Gut, aber da hat er was zum Verbessern. Da kann er sich auf jeden Fall noch steigern. Muss er. Dann wäre er noch gefährlicher. Oh, was macht Bologna denn? Die hauen sich die Bälle da auch, ey, um die Ohren. Und die kommen sogar an. Das ist ja das Wahnwitzige. Die kommen sogar an. So, Achtung, die Durchbrüche. Wer macht ihn? Wo ist der nächste Durchbruch? Da warte ich halt leider immer wieder drauf. Das kam Biagi. Flanke, Korn. Kann er nicht rankommen. Alles gut, ist unser Ball. Wir sind wieder besser drin. 4-4-2 klappt. 4-4-2 geht bislang auf. Aber bei dem nächsten Gegentor von Bologna, glaube ich, ist die Geschichte hier aus. Dann steht es 5-3 im Gesamtergebnis. Das werden wir dann, glaube ich, nicht mehr aufholen. Aber noch haben wir Zeit. Eine Viertelstunde, um noch ein Tor zu machen. Und wir brauchen dieses eine Tor auf jeden Fall. Brown macht sich auf den Weg. Fofana macht ein bisschen Platz für Koopmeiners. Adingra. Adingra dreht sich um die eigene Achse. Wo ist jemand frei? Da ist jemand frei. Da ist er wieder. Usun! Und da ist das Tor, was wir gebraucht haben. 3-2. Usunabi. Sehr, sehr gut gespielt. Breit gemacht. Vorne viele Leute drinne im Strafraum. Und Bologna in die eigene Defensive gedrängt und Usun. Wie gesagt, rechts wie links. Schöner Abschluss und das 3-2. Jetzt sind wir erstmal wieder pari. 4-4 im Gesamtergebnis. Auch wieder Spektakel, ne? Also für Leute, die hier zum ersten Mal mit dabei sind, die neu sind und das nicht verpassen wollen in Zukunft. Ich würde auf Abonnieren klicken. Wenn ich du wäre, du vor dem Bildschirm. Ich würde auf Abonnieren klicken. Und die Glocke natürlich aktivieren und einen Daumen noch nach oben da lassen. Dann habt ihr das Bestmögliche getan, was man machen kann. Aber Achtung, Bologna kommt, gut geklärt. Fernandes schaltet sich mit nach vorne ein, kriegt da den auf Fofana. Ja, auch riskant. Auch zu riskant, ähnlich wie Koopmeiners. Achtung. Aber der macht einen guten Job, Fernandes. Der ist nicht langsam, der ist gut in der Verteidigung. Gewinnt die Zweikämpfe, das, was er machen soll. Oh, auch wieder so riskant, ey. Der wäre aber auch beinahe beim Gegner wieder angekommen. So, Brown, nächste Chance. Fofana. Der andere Fofana. Ja, wäre kein Foul gewesen. Jetzt sich überpacen. Achtung. 7 Minuten noch. Mögliche Verlängerung. Last-Minute-Sieg. Für wen? Wer macht's? Wer kommt weiter? Ja, Bologna lauert vorne. Bei einem Ballgewinn
Kalimuendo vorne ist so gut wie nicht zu stoppen dann wahrscheinlich. Aber wir haben auch jemanden, der heute nicht zu stoppen ist. Usu. Na, schade. Kopf durch die Wand. Geht leider nicht. Der ist auch schon platt. Der ist viel gelaufen. Usu, mal gucken, ob ich gleich, wenn es Verlängerung gibt, nochmal wechseln muss. Vielleicht Duru vorne rein mit Ekitike vorne. Die Doppelspitze. Aber vielleicht erledigt sich das ja auch gleich, wenn wir noch ein Tor schießen. Adingra, Ekitike. Nein. Zu riskant. Achtung. Kalimuendo, wird das die letzte Chance für Bologna? Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine letzte Chance vor der Verlängerung, das Ding klar zu machen. Usun. Fofana, lauf doch durch, ja, der andere. Aber der ist auch nicht im Abseits. Fofana, die Chance. Malik Fofana! 4-2. Und die Last-Minute-Eintracht ist wieder da. Unfassbar. Unfassbares Spiel. Eines der vielen Highlights hier in meiner Karriere. Ich fasse mir einen Kopf. Ich habe zuerst gedacht, das wäre Abseits und dann Fofana. Natürlich mit Glück. Normalerweise hält den Milinkovic-Savic, der aus dem Hinspiel. Das war ganz knapp, glaube ich. Ganz knapp. Vielleicht gleiche Höhe, ist ja auch egal. Und dann, wie gesagt, der geht rein mit Glück. Du brauchst auch dieses Spielglück, um weiterzukommen. Bologna war ein guter Gegner, standhaft geblieben, vorne immer ganz eklig gewesen. Und das reicht in allerletzter Sekunde. Die letzte Aktion. Und wir sind im Viertelfinale. 5-4 im Gesamtergebnis gegen Bologna. Respekt, ich ziehe meinen Hut. Gratulation. Ein geiles Spiel. Und unsere Reise in der Champions League ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter ins Viertelfinale. Und unter dem Strich muss man auch sagen, verdient. Wir hatten sehr viele Schüsse. Liverpool und Paris kommen halt auch weiter. Genau, hier sehen wir jetzt die Gesamtergebnisse. Salzburg gewinnt zwar bei Arsenal das Rückspiel, scheidet aber aus. PSG kommt souverän weiter, Liverpool auch. Wir halt nicht, weil spektakulär. Das ist unser zweiter Vorname. Wir können es auch nicht ganz knapp oder ganz deutlich, wir können es einfach nur so. So, die müssen noch spielen. Der AC Mailand, Barcelona, Real und City oder Madrid. Also egal, wer da jetzt bei uns kommt, das werden auch wieder 2 Kracherspiele. Das möchte ich gerne noch mitnehmen. Und das nächste Kracherspiel wartet schon, die Bayern. Da haben wir auch noch einiges gut zu machen. Ich befürchte jetzt so spontan, dass es so wird wie in der Hinrunde. Auch wenig Chancen für uns, die Bayern sehr dominant. Aber vielleicht wird es auch ganz anders. Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir auch ein halbes Jahr weiter. Wir gucken mal, wie die Bayern drauf sind. Gut, letzten 2 Spiele gewonnen. Eine Niederlage dazwischen, aber allein die Startelf. Also wenn ich vorne den Zimmermann nicht kenne, McLeod, Jan Kuto haben die sich geholt, aber trotzdem Joe Neves, Barella, Musiala, Harry Kane, Fukui, den kenne ich zum Beispiel nicht. Das ist auch immer nichts Gutes. Goretzka, Dybala, also sind auch ein paar Granaten noch auf der Bank. Ich bin gespannt und ich bin jetzt gespannt, gegen wen es in der Champions League geht. Und wir haben ein paar Punkte Vorsprung, sehe ich. 6 Punkte, weil Leverkusen nicht gewonnen hat das letzte Spiel. Ja, müssen sie ja dann verloren haben. Ne? Genau, Dortmund hat uns also geholfen beim letzten Mal. Die Bayern haben, gut, in Stuttgart gewonnen. Und wir haben jetzt ein kleines Punktepolster. 74 Tore, überlegt euch mal. Wir müssen noch 26 schießen. Schaffen wir das in 9 Spielen? Das wäre pro Spiel ungefähr 3 Tore. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, am Ende haben wir ein Torverhältnis von 90:90, sind halt deutscher Meister. Unten haben wir Hertha, Hamburg, Mainz, Köln, Freiburg und Münster. Die haben auch nur noch 6 Punkte Vorsprung. Die müssen also auch noch mal gucken, dass sie da nicht unten reinrutschen. Das wäre sehr schade, wenn es mit denen wieder in Liga 2 geht. Das nach dem Abgang von mir. So, dann gucken wir mal. Champions League, unser nächster Gegner. Gut, hier, ach, das Viertelfinale ist noch nicht ausgelost. Aber der AC Mailand ist weiter souverän, Barca ist weiter souverän, Real ist weiter. Und Atletico Madrid, auch spektakulär, 4-2, gewinnt dann insgesamt 5-3. Also, wen wünscht ihr euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Im nächsten Part werden wir es dann wahrscheinlich erfahren. Gibt es hier irgendeine Überraschung? Ich habe jetzt hier nur durch Zufall auf die Europa League geschaltet. So richtig eigentlich nicht. Aston Villa, Chelsea, Istanbul, Feyenoord. Nee, eigentlich ist da keine große Überraschung mit dabei. So, also bis zum nächsten Part. Schreibt mal in die Kommentare, wen wünscht ihr euch als Champions League Gegner hier in-game. Dann bin ich sehr gespannt und dann auch natürlich aufs Spiel gegen die Bayern. So ganz nebenbei. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.